Herzlich willkommen heute im malerischen Heppenheim bei strahlendem Sonnenschein und Frühlingswetter. Es geht um das Kolloquium in der Business-Chirurgie und mein Gast heute ist Andreas Lovinger, der uns was erzählen wird über agile Methoden und mehr. Ja, dann starte ich mal direkt. Andreas Lovinger hast du schon gesagt, ich bin Ingenieur der Nachrichtentechnik und Wirtschaftsingenieur und mein Motto lautet, Projekte dürfen auch erfolgreich sein. Im Vorfeld hast du mich ja gefragt, mit welcher Methode, ich hier mitbringe, und das hat mich dann schon gleich in die ersten Gedanken gestürzt, weil ich glaube, es sind viele Methoden unterwegs, die helfen in der Medizintechnik, allgemein in den Unternehmen, und was ich aber feststelle, ist, dass es oftmals nicht die Methoden sind, die so entscheidend sind, sondern die Unternehmenskultur, die Werteebene, die Prinzipienebene hinten dran. Und das kennen wir auch aus dem agilen Umfeld, dass eben in Unternehmen Scrum eingeführt wird, also auf Methodenebene, und das funktioniert dann doch nicht so richtig, weil halt noch eine alte Kultur da ist und es wird noch gereportet, so wie es bisher gereportet wurde, und es wird in das Team eingesteuert. Und ja, so habe ich jetzt dann doch eine Methode mitgebracht, die eigentlich genau das adressiert, und zwar das Thema Management 3.0 von Jürgen Appello. Da geht's. Vielleicht ganz kurz, was mich vorhin auf der Fahrt interessiert hat, da hast du ja schon gesagt, agile Methoden, letztendlich, das kennen wir ja schon alles, wir hatten vor 2-3 Jahren so die Diskussion, vielleicht auch vor 5 Jahren, wie passt denn das alles zusammen, agile Methoden mit den ganzen Normen der Medizintechnik, bis hin zur Aussage, in gewissen Anhängen der Normen steht doch drin, wir müssen das V-Modell verwenden. Ja. Ich glaube, über diese Zeit sind wir wirklich drüber hinweg, und es geht jetzt um einen Schritt weiter, so wie ich dich verstanden habe. Also wie kann man agile Methoden nicht nur in Teams einführen, sondern darüber hinaus? Genau. Und es geht eben nicht nur um die operative Ebene, sondern was sind denn überhaupt die Voraussetzungen, dass agil funktioniert. Und so ist jetzt für mich auch nicht die Unterscheidung klassisch versus agil, sondern gutes Management versus schlechtes Management oder nicht so optimales Management. Und wenn da die Grundprinzipien gelebt werden, also wie schaffe ich es, dass mein Team sich wirklich selbst organisieren kann, wo kommen unsere Werte her, werden die einfach aufgedruckt und durch das Unternehmen kommuniziert, oder macht man was, damit man gemeinsame Werte herausbildet? Also da sind wir dann, glaube ich, so ein bisschen beim Kern der Frage, wie halten wir es überhaupt mit der Führung im Unternehmen? Ich war ja im letzten Jahr viel unterwegs gewesen auf verschiedenen Konferenzen und habe dort immer wieder die Frage gestellt, was sind denn eigentlich eure Probleme in der Medizintechnik? Weil ich es genauso wie du sehe, es bringt ja nichts, mit Methoden in Unternehmen reinzugehen und mit Lösungen, die niemand brauchen kann, weil die entsprechenden Probleme gar nicht existieren. Vielleicht gehen wir da noch mal kurz durch, ob die Problemstellung letztendlich, ob dir die auch bekannt vorkommt, das, was ich so erfahren habe. Das war nochmal diese Problemstellung validieren. Und dass du dann nochmal sagen kannst, wo dockt denn dein Thema da genau an. Was ich festgestellt habe, war, es gibt häufig Projektverzögerungen, die entstehen durch einen hohen Druck, durch einen hohen Stress, weil letztendlich zu viele Projekte, zu viele Aufgaben in Unternehmen sind, und es ist eine Überlast da. Und die führt dann in den Teams dazu, dass die sich gar nicht mehr auf eine Sache konzentrieren können, der Fokus ist weg, es werden verschiedene Sachen angefangen, nichts wird fertiggestellt. Und auf einmal sind Projektverzögerungen da. Und diese Projektverzögerungen führen dann dazu, dass Produkte auch zu spät in den Markt kommen. Und dann ist man auf einmal nicht mehr Marktführer, sondern MeToo-Anbieter, ist irgendwo ganz hinten dran. Und gerade in der Medizintechnik geht es um Innovation, und wenn man da nicht Nummer 1 oder mindestens Nummer 2 ist in einem bestimmten Bereich, in einer Nische, dann wird es schon wirklich schwer. Und als nächsten Punkt haben wir dann gesehen, auch in den Untersuchungen,
dass wenn es Verzögerungen gibt und man MeToo-Anbieter ist, dann wird es auch finanziell irgendwann eng. Dann ist man nicht mehr an der Spitze und muss gucken, wie kommen wir denn eigentlich in einem Preiskampf noch dazu, uns über Wasser zu halten. Und weil das eben so schwer ist, versucht man dann auch auf strategischer Ebene so viel wie möglich anzufangen, quasi mit der Schrotflinte zu schießen, damit wenigstens irgendwas klappt. Genau. Und dadurch wird dieser Teufelskreis letztendlich wieder befeuert, dass neue Ideen reinkommen, die das System überlasten. Und im Kern dieses ganzen Teufelskreises stehen letztendlich immer solche Fragen wie Kultur und Team und Mitarbeiter-Einbindung. Wo siehst du die größten Ansatzpunkte, speziell im agilen Bereich oder im Management 3.0? Ja, du hast den Teufelskreis hast du schon genannt, der gerade in der Medizintechnik extrem stark ausgeprägt ist, also ein sehr stark wachsender Markt, sehr stark von Dynamik, Innovation geprägt. Und egal an welcher Ecke man da einsteigt, es kommt zu Projektverzögerungen, also haben wir mehr Druck führt zu mehr Multitasking, etc. etc. Die Frage, die da hinten dran ist, wir haben mit Komplexität zu tun. Also mittlerweile gibt es auch Wissenschaftszweige, Komplexitätstheorien, die sich mit diesen Phänomenen befassen. Und was sind sinnvolle Strategien, um in einer komplexen Umgebung zu agieren? Und da gilt ein Grundsatz: adressiere Komplexität mit Komplexität. Also gerade in solchen dynamischen Märkten baut man sich quasi einen Flaschenhals, einen Engpass, wenn man versucht, mit einer klassischen Führungshierarchie, mit einer klassischen Führungspyramide zu arbeiten. Zwangsläufig werden die Entscheider zum Engpass, sind überlastet. Und das Thema Management 3.0 setzt genau an diesem Punkt auf, gerade weil die Märkte so dynamisch sind und solche Anforderungen stellen, ist es wichtig, auch das Management und nicht nur die Arbeit in die Breite zu verteilen. Erst das ermöglicht es der Organisation, überhaupt in der Umgebung erfolgreich zu sein. Also alles, was du genannt hast zu dem Teufelskreis, sind letztendlich Symptome, die sich dann wieder gegenseitig verstärken, und da für mich so die Kernpunkte sind, operative Prioritäten sind unklar. Also A, sie sind nicht definiert oder sie wechseln wöchentlich, was es dann für die Mitarbeiter sehr schwierig macht. Dann macht man von allem ein bisschen. Multitasking ist dann die Folge davon, und so kommt das ganze Thema überhaupt erst zum Laufen. Also am Anfang sollte eigentlich schon stehen die Strategie, wo wollen wir überhaupt reingehen, wo wollen wir nicht reingehen, wie unterscheiden wir uns vom Wettbewerb, und diese Strategie dann auch konsequent über alle Ebenen hinweg umzusetzen, und dazu brauche ich alle Menschen, alle Mitarbeiter im Unternehmen und nicht nur eine Handvoll Führungskräfte. Das heißt, wenn ich das vor meinem geistigen Auge noch mal ein bisschen Revue passieren lasse, dann hast du jetzt mit Management 3.0 nahezu alle diese Probleme auch noch mal angesprochen. Ja. Und hat Management 3.0 für alle diese Probleme dann auch Lösungsansätze? Ja, selbstverständlich. Der Kern von Management 3.0 ist eben nicht die Methodenebene, sondern der Kern ist, dass man Unternehmen ganz anders denkt, dass man sich verabschiedet von dieser klassischen Rolle der Führungskraft, die den Untergebenen sagt, was sie zu tun haben. Das ist ja so, wenn man mal die Nummern durchgeht, Management 1.0, übernommen aus dem Militärischen. Das war so frühe Industrialisierung, das Führungsmodell. Und das funktioniert wunderbar, solange ich nur rein mechanische Arbeit habe und solange der Vorgesetzte, die Führungskraft, auch tatsächlich fachlich führend ist. Also so der klassische Meister im Handwerksbetrieb, der kann auch fachlich sagen, wie es richtig geht. Da funktioniert das Modell wunderbar. Management 2.0 sind dann die Methoden, die verwendet wurden, um
die Nachteile dieses 1.0-Modells zu beheben. Also Stichworte hier sind TQM, Total Quality Management, Balanced Scorecard, auch Critical Chain, Projektmanagement. Lösen Probleme, aber behalten diese klassische Führungsstruktur bei. Und in Management 3.0 geht man jetzt einen Schritt weiter und ersetzt die klassische Pyramide, das klassische Top-Down-Vorgehen, insofern als tatsächlich auch Managemententscheidungen auf breiter Basis an alle Mitarbeiter noch nicht mal delegiert werden, sondern von allen Mitarbeitern wahrgenommen werden. Und in dem Zusammenhang ist dann natürlich die spannende Frage für den Manager, für die Führungskraft, was passiert mit mir, wenn jetzt plötzlich alle selbst organisiert sind? Das finde ich sehr interessant, wenn ich da gerade mal einsetzen darf. Ja. Ich war ja in den letzten 10, 15 Jahren auch selber in verschiedensten Rollen unterwegs gewesen in der Medizintechnik. Ja. Und ein ganz einschneidendes Ereignis für mich war, als ich zum ersten Mal Scrum eingeführt habe. Und ich weiß noch genau, die Vorteile waren mir alle bewusst. Eben, ich muss nicht mehr alle Entscheidungen treffen. Das Team kann sehr selbstständig alleine arbeiten. Das klang wie Weihnachten und Ostern zusammen. Und ich hatte Scrum eingeführt zusammen mit dem Team, denn ich habe es ja nicht alleine gemacht natürlich. Ja. Und nachdem wir es eingeführt hatten, hat es ein paar Monate gedauert und auf einmal hat es funktioniert. Und bei mir hat es dafür gesorgt, dass ich einmal morgens um 4 Uhr aufgewacht war, schweißgebadet und mir die Frage gestellt habe, wozu bist du jetzt noch gut? Ja. Und ich glaube, diese Frage stellen sich viele Führungskräfte, auch gerade in so einer Umgestaltungsphase, wenn es wirklich zu ganz neuen Methoden geht, die eben über das rein methodische und handhabbare und kontrollierbare drüber hinausgehen und wo auch die eigene Rolle nochmal völlig neu überdacht werden muss. Wie geht Management 3.0 mit diesen Ängsten um? Indem diese Ängste zunächst mal ganz normal als Impediments, als Hindernisse wahrgenommen werden, indem sie kommuniziert werden. Und es gibt ja auch einen guten Grund, warum der Manager sich so verhält. Oder die Führungskraft, ich bevorzuge Führungskraft. Zum einen ist es das, was wir schon immer gehört haben. Also so dieses Führungsmodell wird an Universitäten gelehrt, unverändert. Klar gibt's agile Bewegung, aber es gibt auch so die Good Old School. Also es ist was sehr Bekanntes. Man hat verschiedene gute Erfahrungen damit gemacht. Das heißt, das ist schon mal ein Grund, dass man im Zweifelsfall gerne auf dieses Modell zurückfällt. Der zweite Grund ist auch tatsächlich die Angst der Führungskraft, Kontrolle zu verlieren, auch Verantwortung für die Mitarbeiter zu haben. Und es ist tatsächlich, also geht schon auf operativer Ebene los, Scrum. Es ist fahrlässig, ein Team sich völlig der Selbstorganisation zu überlassen, wenn sie nicht dazu in der Lage sind. Also die Mitarbeiter müssen überhaupt erstmal lernen zu kommunizieren, mit Konflikten umzugehen, bevor man sie wirklich völlig von der Leine lassen kann, ohne Führung. Ja, und auch da wieder ein Beispiel aus meiner Erfahrungswelt. Das ist ein verdammt komisches Gefühl, als Manager-Führungskraft das erste Mal aus einem Scrum-Meeting ausgeschlossen zu werden, aus einer Retro rausgeschmissen zu werden, weil es um Belange des Teams geht. Ja. Da findet wirklich was statt im eigenen Kopf auch, weil die Rolle sich auf einmal komplett verändert. Ja. Man ist nicht mehr derjenige, der das Ganze wirklich steuert, auch im Detail, sondern man kommt auf eine ganz neue Ebene. Ja. Und ich glaube, sich in diese Ebene reinzufinden, ist auch ein Prozess. Das geht doch bestimmt nicht von heute auf morgen. Genau. Das ist ein Lernprozess für alle Beteiligten. Und wie gesagt, auch die Intentionen der Führungskraft sind erstmal gute. Also man möchte nicht, dass das Unternehmen in eine Situation kommt, wo alle drunter leiden. Angst spielt eine Rolle, egal ob jetzt explizit geäußert oder implizit.
Und von daher ist das ein laufender Prozess, den alle lernen müssen. Und die Annahme, die in TOC reden wir immer von den Annahmen und Annahmen explizit machen. Eine Annahme, die auch damit drinsteckt, ist, dass die Führungskraft den Prozess kontrollieren kann. Mhm. Das ist ja die Annahme, die hinter diesem Top-Down-Verfahren steckt. Und wir erkennen einfach in der Medizintechnik mit ihrer Dynamik, dass dieses System an Grenzen kommt. Die Führungskräfte sind überlastet, sie sind nur noch in Meetings, die Entscheidungen dauern lange. Die Entscheidungen sind teilweise weit weg von der operativen Realität. Also von daher ja, also klassische Führung gibt das Gefühl der Kontrolle und dann ist aber einfach die Frage, was sind bessere Methoden? Ja. Also was Ähnliches, was sich auch im V-Modell zum Beispiel gezeigt hat. Mhm. Wir können ja gar nicht mehr von vornherein wissen, was in einem Projekt genau passieren soll, weil die Informationen erst während des Prozesses entstehen, weil wir ständig in Feedback-Zyklen sind, auch mit dem Endkunden zum Beispiel, der bei einem Zwischenprodukt vielleicht sagt, das passt jetzt eigentlich gar nicht oder das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Je früher ich diese Informationen aber bekomme, umso mehr Möglichkeiten habe ich wieder darauf zu reagieren. Ja. Das heißt, es eröffnet ja auch neue Horizonte. Genau. Ja, das eröffnet neue Horizonte. Das ermöglicht der Organisation, agiler zu entscheiden, sich agiler zu bewegen. Und die Führungskraft wird deswegen nicht arbeitslos, sondern die Rolle verändert sich. Also ich finde das Bild, was der Jürgen Appello benutzt, sehr schön. Die Führungskraft verändert sich von dem Feldherrn, wenn man es mal negativ ausdrückt, hin zu der Rolle des Gärtners. Also der Gärtner schaut nach seinem Garten, der zieht die Ränder der Beete und wenn etwas anfängt zu wuchern, wird es abgeschnitten. Also das heißt ja auch nicht Chaos, sondern einfach die Grenzen zu sichern. Und gerade was im Unternehmen geschützt werden muss, sind die Menschen, die da drin sind. Also so, wenn ich störende Personen drin habe, die ein Team belasten, das ist dann die Rolle des Managers, da mit einzugreifen. Es geht darum, gemeinsame Ressourcen zu schützen. Und das sind Dinge, um die sich der Gärtner kümmert, aber der Gärtner zieht nicht am Gras. Also er schafft eine Bedingung, dass die Pflanzen gut wachsen können. Und das ist dann auch das neue, modernere Bild des Managers, der eben, so wie jeder andere Beteiligte auch, seinen Beitrag dazu leistet, dass das Unternehmen erfolgreicher wird. Das ist ein schönes Bild mit dem Gärtner und dem Garten, weil ja häufig auch der Vorwurf kommt gegenüber agilen Methoden, dass das sehr nah am Chaos ist und da macht ja jeder, was er will. Mhm. So wie du es beschreibst, ist es gar nicht der Fall, sondern es gibt sogar sehr klare Grenzen. Ja. Das sind die Grenzen des Beetes und was darin passiert, das ist Wachstum, das ist erlaubtes Wachstum. Ja, genau. Dass dem Team also auch die Möglichkeit gegeben wird, sich weiterzuentwickeln, um ein schönes Blumenbeet letztendlich zu schaffen. Genau. Und die Aufgabe des Managers ist dann eher zu schauen, dass es nicht keinen Wildwuchs gibt, sondern dass es ein schönes Gesamtbild gibt. Und dass die Rahmenbedingungen optimal sind, dass etwas wachsen kann und weder in die Starre abgleitet, noch ins Chaos. Ja, Andreas, total spannend, was du erzählt hast. Und wie gesagt, ich kann das von meinen Erfahrungen im agilen Bereich auf jeden Fall bestätigen, was du gesagt hast. Was mich interessieren würde, wie macht man das denn ganz konkret? Mhm. Genau, also als Rahmen kann man vielleicht mal nehmen, ich habe sie mitgebracht, die Marti, das 6-augige Monster, was so die Kapitelüberschriften beschreibt, um die es in dem Thema Management 3.0 geht. Und ein Auge ist noch vorne dran, da ist die Frage überhaupt, was ist Komplexität in Abgrenzung zu Kompliziertheit? Zum Beispiel, und was sind die Konsequenzen aus der Komplexität? Also Komplexität ist letztendlich die Frage, wie vorhersehbar, wie vorhersagbar sind gewisse Ergebnisse. Und
auf die Organisation bezogen ist das jetzt nicht ganz neu. Also die systemischen Berater, die sagen das ja auch schon länger, dass ich so eine Organisation nicht wirklich steuern kann, sondern ich kann immer nur Impulse setzen, muss dann gucken, was passiert und dann kommen neue Impulse. Also es ist die Frage der Vorhersagbarkeit der Ergebnisse und daraus resultieren dann eben ein paar Grundprinzipien wie ich adressiere Komplexität mit Komplexität, also sprich viele Hirne, viele Sichten mit einbringen. Dann macht es Sinn, sehr viel auszuprobieren, Experimente zu machen. Ich möchte kurze Feedback-Zyklen haben und das sind alles so Grundprinzipien, die Sinn machen in so einer Umgebung. Und dann starten wir mit dem ersten Teil, Energize People. Wie kriege ich die Leute überhaupt aktiviert, motiviert? Das ist auch so einer meiner Favorites. Aus meiner Sicht sind die Leute motiviert und ich frage mich eher, was demotiviert die Mitarbeiter? Ja. Also erste Frage, wie bekomme ich die Mitarbeiter aktiviert? Und was mich da so ein bisschen erschreckt hat, ich glaube das erste Mal, als ich es gesehen habe, war so 2006, 2007, die Gallup-Studie, die ja jedes Jahr gemacht wird, in unterschiedlichen Ländern. Und da geht's unterm Strich drum, wie motiviert sind die Angestellten. Die Zahlen für Deutschland 2014 sind relativ einfach zu merken. 85% der Angestellten sind nicht motiviert. Das heißt, 15% sind auf der Ebene Sabotage, arbeiten gegen das eigene Unternehmen. 70% machen Dienst nach Vorschrift, sodass nur 15% tatsächlich motivierte Mitarbeiter bleiben. Und das ist ja ein 1:1 Verhältnis gegenüber den Leuten, die wirklich Sabotage betreiben. Genau. Und wir reden von einer innovativen Branche. Also das ist schon so ein bisschen erschreckender Einstieg. Es geht da jetzt nicht unbedingt um Menschenfreundlichkeit, was natürlich ein positiver Nebeneffekt ist, aber da geht es ganz einfach um Wirtschaftskraft. Was bedeutet das für das Unternehmen? Okay. Was bedeutet das fürs Unternehmen? Und da treten dann so Dinge in den Vordergrund, eben extrinsische Motivation versus intrinsische Motivation, auch ein Thema, was wir in jedem Unternehmen haben, leider. Oder in fast jedem Unternehmen. Zielvereinbarungen sind mit variablem Gehalt dotiert oder verbunden. Und der Peter Drucker, der das Management by Objectives ja propagiert hat, der Management-Guru. Management by Objectives ist was sehr Sinnvolles. Er hat es aber nie verknüpft mit Gehalt. Das kam erst später dazu. Und es gibt eben genügend Studien, die zeigen, extrinsische Motivation zerstört intrinsische Motivation. Also da sind wir schon wieder bei dem Punkt, warum sind die Leute eigentlich nicht motiviert. Die Karotte vor der Nase, die hilft da nicht wirklich. Im Gegenteil, sie zerstört die Motivation. Und bezüglich variablem Gehalt fällt mir auch noch ein, dass es ja häufig auch sehr, sehr schwierig ist, überhaupt Kennzahlensysteme zu schaffen, die widerspruchsfrei sind. Genau. Und wenn sie Widersprüche in sich tragen, dann hat man ja häufig das Thema, dass verschiedene Personen oder verschiedene Gruppen letztendlich unterschiedlich bewertet werden. Und man hat durch diese Kennzahlen, durch die Unternehmensregeln schon einen Widerspruch auf der Ebene der einzelnen Personen, auf der Ebene der einzelnen Teams, so dass diese gar nicht anders können, als gegeneinander zu arbeiten. Nicht aus bösem Willen, sondern weil das Unternehmen das von ihnen fordert. Genau. Und das ist auch wieder so ein schönes praktisches Beispiel für was bedeutet Komplexität. Das theoretische Modell, ich habe ein Unternehmensstil und breche das runter für jeden Mitarbeiter, ist erstmal schön. Alleine die Praxis zeigt, schon dieses Zielsystem aufzubauen, so dass es wirklich passt, funktioniert nicht. Und wenn wir dann noch in einer agilen Umgebung sind, wo die Rahmenbedingungen sich ändern, funktioniert einfach nicht. Und darüber hinaus extrinsische Motivation zerstört die intrinsische. Du hast gesagt, Komplexität mit Komplexität beantworten. Jetzt gibt es ja auch Aussagen aus der Theory of Constraints beispielsweise, die sagen, es gibt eine Inherent Simplicity, also auch komplizierte und komplexe Anforderungen haben einfache Lösungen. Ist das nur ein scheinbarer Widerspruch? Oder hast du eine Auflösung dafür gefunden? Da hatten wir schon viele schöne Diskussionen zu dem Thema. Für mich, ich habe meine Auflösung gefunden, weil die Theory of Constraints sagt auch Inherent Simplicity, ja. Aber es kann sein, dass ich die einfache Lösung nicht finde mit meinen begrenzten Mitteln.
Und ich habe meinen Frieden gefunden mit diesem scheinbaren Dilemma in der 80-20-Regel. Die reine Logikstruktur der TOC, die passt in 80% aller Fälle, meistens. Aber wir haben noch die anderen 20% und die werden eben durch die Komplexität, durch plötzlich passierende Dinge, an die keiner gedacht hat, beeinflusst. Und so passen die zwei Sachen für mich ganz gut zusammen. Ich kann Logikbäume machen, die sind auch sehr hilfreich, aber ich sollte die nicht mit der Realität verwechseln. The map is not the territory. Exakt. Und so passen die Sachen eigentlich recht schön zusammen. Was für mich auch noch so ein bisschen ein Spannungsfeld und vielleicht damit auch ein Lösungsansatz für dieses Thema ist, Kurzfristigkeit versus Langfristigkeit. Das heißt, es mag eine optimale Lösung geben, aber wenn ich 3 Monate darüber nachdenken muss, um sie zu finden, ist es vielleicht im Unternehmenskontext manchmal auch besser, mit einer 80%-Lösung reinzugehen und in einem Feedback-Zyklus herauszufinden, war das denn jetzt das Richtige? Und wenn nicht, dann justiere ich nach. Und es ist letztendlich kein Beinbruch. Das bedeutet aber, ich muss auch mit Fehlerkultur nochmal ganz neu herangehen. Und auch da haben wir wieder das Thema Angst, was ich eingangs schon erwähnte. Das ist ein menschliches Urthema. Und Fehlerkultur bedeutet auch die Freiheit zu haben, Fehler machen zu dürfen, ohne dass man da Angst hat und dass man auch tatsächlich erkennt, das gehört dazu. Also Umgang mit Komplexität, experimentieren. Und wenn es meistens klappt, reicht es ja. Und im agilen Bereich gibt es ja auch den Ausdruck frühes Scheitern, der sehr positiv belegt ist. Häufig aber, wenn Menschen das zum ersten Mal hören, sorgt es auch dafür, dass sie sagen, dieses Wort Scheitern, kann man das nicht durch was anderes ersetzen? Also es ist schon negativ belegt und es gehört ein gewisser Sprung und ein Mut dazu, das auch anzunehmen und wirklich damit umzugehen, mit diesem Scheitern. Und es als etwas Temporäres auch zu sehen und nicht als ein persönliches Versagen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ja, genau. Also das Scheitern ist ein hartes Wort, aber dass dieses Scheitern auch dazugehört, also spontan fällt mir da Edison ein, der gesagt hat, er kennt jetzt 1000 waren es, 1000 Wege, wie eine Glühbirne nicht funktioniert. Und ein Glück hat er weitergemacht. Ja, genau. Hätten wir heute keine Beleuchtung. Ja, exakt. Genau. Motivation war das Thema. Genau, und da gibt's eben auch weitere Autoren, jenseits von Jürgen Apello, die sich beschäftigen mit dem Thema, was treibt uns wirklich an. Einer der modernen Klassiker, Dan Pink, Drive, kommt auf 3 einfache Punkte. Purpose, also das, was wir tun, sollte Sinn machen. Mastery, wir möchten gut sein in dem, was wir tun. Und Autonomy, also wir möchten den Freiraum haben, selbst zu agieren. Und das egal, ob man dann jetzt das Herzberg-Modell nimmt oder Maslow, die eher klassischen. Wir kommen immer bei diesen Grundprinzipien an. Das sind Sachen, die Leute wirklich antreiben. Und das findet man im eigenen Unternehmen, hoffentlich. Oder es gibt dann eben auch die Leute, die ihre 8 Stunden im Unternehmen machen und abends sich dann noch mit irgendwelchen Open-Source-Projekten beschäftigen, um sich dort diese Werte zu befriedigen. Warum nicht im eigenen Unternehmen? Ja, ich glaube, die Gefahr besteht sonst auch, du hast vorhin diese 70% von Personen genannt, die letztendlich gar nicht mehr so richtig motiviert 85? sind. Oder 85, wenn man die 15% nochmal separat nimmt. Und das wollte ich sagen, also die 70%, dass man bei denen aufpassen muss, dass die quasi nicht abdriften in die restlichen 15%. Ja. Und für mich gibt es immer einen Grund. Es gibt ja immer für jede Handlung einen guten Grund. Und bei diesen 70% ist die Frage, warum verhalten die sich so? Das sind ja auch keine schlechten Mitarbeiter, keine schlechten Menschen. Für mich ist das halt die Antwort auf einen bestimmten Managementstil. Also auch wieder Ergebnis der Pyramide, wenn Entscheidungen oben getroffen werden, dann bin ich auf operativer Ebene, fühle ich mich entmündigt. Das heißt, ich bin dann ausführendes Organ
Und dann geht genau diese Schleife los. Dann mache ich halt auch Dienst nach Vorschrift. Hat denn der einzelne Mitarbeiter immer genügend Informationen, um auch gute Entscheidungen zu treffen? Oder ist es auch so eine Gefahr letztendlich, wenn man Entscheidungen doch mehr an die Basis bringt? Weil wir haben eben auch darüber gesprochen, wie sieht es aus mit lokalen Bewertungen, mit lokalen Boni und ähnlichen Sachen. Kann das nicht auch ein Problem dabei sein, dass man quasi die Entscheidungsgewalt nach unten verlagert und dadurch verschiedene Bereiche des Unternehmens sich auch unterschiedlich entwickeln und die Gefahr besteht, dass das Ganze nicht mehr zusammenpasst? Ja, große Gefahr, zumal die Menschen eben in der alten Welt, nenne ich es jetzt mal, gedanklich unterwegs sind. Und aus der TOC kennen wir den Begriff der lokalen Optimierung. Wenn ich natürlich so ein Zielsystem installiert habe und die Leute haben unterschiedliche Ziele, variable Gehälter, das ist so eine der Voraussetzungen, da kann nichts Agiles wachsen. Nicht wirklich, weil jeder wird sich selbst optimieren. Das Hemd ist näher als die Jacke. Also das gilt, diese Faktoren zunächst mal abzubauen. Das wird man auch nicht von heute auf morgen machen. Da gibt es auch verschiedene Methoden, das Delegation Board zum Beispiel, wo ich in verschiedenen Ebenen Stück für Stück Entscheidungsgewalt an einzelne Personen abgebe, an Teams abgebe. Und auch da jetzt wieder als Manager ist es meine Verantwortung, die Mitarbeiter auch nicht zu überfordern. Das heißt, die müssen natürlich in der Lage sein, diese Kompetenzen zu übernehmen, diese Verantwortlichkeiten zu übernehmen. Und so wird man da stückweise rein wachsen in der Geschwindigkeit, wie das für das Unternehmen, für diese Situation passt. Und letztendlich ist, wie wir das auch in den TOC-Projekten sehen, die große Herausforderung, wegzukommen von der lokalen Optimierung, also das Silo-Denken, ich als Individuum, wir als Team, wir als Abteilung, hin zu wir als Unternehmen. Ja. Und dann ist die Frage, wozu brauche ich da noch individuelle Zielvereinbarungen, wenn ich in einer dynamischen Umgebung unterwegs bin? Die Ziele müssen ja eigentlich immer veraltet sein. Ja. Jetzt hört sich das für mich ganz schön futuristisch teilweise auch an. Also wenn man das wirklich mal zu Ende denkt, dann kommt man zu einer Organisation, in der Entscheidungen sehr stark an der Basis getroffen werden, in der lokale Optima aufgehoben werden, in der vielleicht auch Boni-Systeme in Frage gestellt werden, in der hierarchische Strukturen komplett in Frage gestellt werden. Was macht das mit Unternehmen und den einzelnen Mitarbeitern in diesen Unternehmen? Also wenn ein solcher Change hin zu einem agilen Unternehmen auf breiter Front wird. Also nicht nur einzelne Teams, die Scrum machen, sondern ein komplettes Unternehmen, das agilisiert wird. Ja. Was sind denn da so typische Stolpersteine oder was sind negative Effekte, die auftreten können? Ja. Und wie gehst du damit um? Zunächst mal muss man sehen, was ist die Vision, die Richtung, in die wir gehen möchten und wo steht das Unternehmen heute. Ich bin da weniger ein Freund von schnellen und harten Changes, sondern es ist eine Lernerfahrung für die gesamte Organisation und es geht manchmal schneller. Und manchmal dauert es eben länger. Man muss positive Erfahrungen sammeln, man muss das Vertrauen gewinnen in sich, in die Organisation und teilweise dauert es halt. Die größten Hindernisse, die ich sehe, ist, dass man aufgrund von Drücken, also Termindruck, aufgrund von Angst in alte Muster zurückfällt, bewusst oder unbewusst. Und was da sehr schnell passiert, also es ist schwierig, das Vertrauen aufzubauen. Du hast die Fehlertoleranz genannt zum Beispiel. Dann auch das Vertrauen aufzubauen, tatsächlich offen zu reden, transparent zu kommunizieren. Das dauert sehr lange.
oder kann sehr lange dauern. Und dieser Zustand kann aber ganz schnell kaputt gemacht werden, indem eine Führungskraft wieder zunächst mal nachvollziehbar, aber wieder in alte Muster zurückfällt. Das hat sehr, sehr stark negative Konsequenzen. Und wie gehe ich damit um? Ich bin immer ein Freund von Warum. Also ich frage 5-mal Warum. Was ist hinten dran? Was ist hinten dran? Und das Weltbild ist eben auch, jeder, der da agiert in dem Unternehmen, macht es nach bestem Wissen und Gewissen. Also auch die Führungskraft, die in so ein Muster zurückfällt, hat erstmal einen Grund dafür. Und das gilt dann mit der Führungskraft zu erörtern, was möchte sie eigentlich erreichen. Das sind die TOC-Tools wieder sehr schön. Was möchte sie eigentlich erreichen? Was für ein Verhalten legt sie tatsächlich an den Tag? Was sind die positiven Auswirkungen des Verhaltens? Was sind mögliche negative Auswirkungen des Verhaltens? Und gibt es vielleicht andere Verhaltensweisen, die weniger negative Auswirkungen haben. Also das hat sehr viel mit Reflexion zu tun, schrittweise vorgehen und dann eben auch die Transparenz gegenüber allen Mitarbeitern. Also wir Menschen haben sehr feine Sinne und spüren, ob dieser Mensch, der gerade mit uns redet, kongruent ist. Also ob er tatsächlich auch das lebt, was er erzählt, oder ob da Unstimmigkeiten da sind. Und von daher ist es einfach die beste Strategie, transparent mit allem umzugehen, auch mit Ängsten, auch mit Befürchtungen, die wir haben. Jetzt wird mir nochmal klarer, dass die Anforderungen für Führungskräfte da eigentlich sogar nochmal deutlich steigen und dass die Führungskräfte sich keine Sorgen darüber machen müssen, nichts mehr zu tun zu haben, denn sie werden menschlich wachsen bei der ganzen Aufgabe. Und ihre Aufgabe wird sich vermutlich eher dahin entwickeln, wirklich Führungskräfte zu sein, im Sinne einer Führung, weg vom Management, hin dazu, letztendlich mit den Mitarbeitern gemeinsam Wege zu gehen und sie zu befähigen. Genau. Führung kann missverstanden werden, vielleicht Enabler, das schöne deutsch-englische Wort. Die Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, mehr Verantwortung zu übernehmen, und so ganz nebenbei ist es auch für eine Führungskraft nicht uneigennützig, weil sie sich damit auch selbst entlasten. Ja. Also wenn die Mitarbeiter, wenn das Unternehmen läuft, habe ich ja als Führungskraft wieder die Möglichkeit, den Freiraum, mir auch strategische Gedanken zu machen, was die strategische Ausrichtung des Unternehmens angeht. Ich kann ein bisschen weiter schauen und ich komme raus aus diesem Firefighting-Modus, in dem viele Führungskräfte heutzutage drin sind. Irgendwo brennt's, es muss schnell eine Entscheidung getroffen werden und zack, bin ich im nächsten Meeting und muss wieder Firefighting machen. Ja. Da sind die Führungskräfte eigentlich zu schade dafür. Ja. Okay, Andreas, du hast noch 2, 3 praktische Tipps. Hier liegt noch so ein Genau, die Moving Motivators und das Delegation Board habe ich als 2 Beispiele mitgebracht, wenn man jetzt wirklich mal ganz auf die Methodenebene geht. Ich hab erzählt, dass dieses Delegieren, Weitergeben von Verantwortung eben nichts Digitales ist. Also entweder ich als Führungskraft mache die Entscheidung oder der Mitarbeiter, sondern tatsächlich haben wir da verschiedene Stufen. Und es macht auch tatsächlich Sinn, diese Stufen bewusst zu wählen und auch transparent zu machen, sodass auch die Mitarbeiter wissen, wo wir gerade stehen. Jetzt nehme ich mal diese Kamera. Das ist so ein Beispiel für ein Delegation Board. Da habe ich auf der einen Achse die Entscheidungsbereiche. Das könnte jetzt sein, auch Einstellen von Mitarbeitern, wer entscheidet über Urlaubszeiten. Und hier oben habe ich die zweite Achse von Tell, also das wäre die Führungskraft trifft die Entscheidung und teilt sie den Teammitgliedern mit, bis hin dann zu Delegate, dass Entscheidungen komplett durch die Mitarbeiter getroffen werden. Das heißt, die Führungskraft ist an dem Entscheidungsprozess nicht mehr beteiligt. Und wir haben halt eine ganze Bandbreite davon zwischendrin an verschiedenen Stufen des Delegierens. Und man sieht es auch so an den Bildern, die Entscheiderrolle kann von einer einzelnen Person übernommen werden,
oder sie kann von einem Team übernommen werden. Also da habe ich sehr viel Spielraum, um auch vorsichtig das Thema Delegieren, Themen abgeben an die Mitarbeiter, Entscheidungen abgeben an die Mitarbeiter, schrittweise auszuprobieren, Erfahrungen zu sammeln damit und so auch den Mitarbeitern die Chance geben, in diese Rolle reinzuwachsen. Natürlich mit dem Ziel, möglichst viel zu delegieren und nur die Sachen, die vielleicht jetzt wirklich businesskritisch sind, dass man da als Führungskraft tatsächlich noch mit involviert ist. Also immer wieder das gleiche Thema, wie kann ich Entscheidungen auch so weit wie möglich direkt dort treffen lassen, wo sie auch entstehen, um das Top-Management zum Beispiel gar nicht mit solchen Kleinigkeiten auch zu belasten. Und bessere Entscheidungen zu bekommen, weil die Leute tiefer an der Basis sind. Und das noch dazu, stimmt. Genau. Als zweites Tool, über die Motivation haben wir schon gesprochen. Tool, eigentlich ein Selbsterfahrungstool, Moving Motivators. Da geht's auch drum, was sind so die Themen, die uns wirklich antreiben, die für die Menschen wichtig sind, die Werte. Also hier haben wir ein Beispiel, das Goal, also ein Ziel, was ich erreichen möchte. Das hier steht bei mir weiter oben, Freedom, Freiheit in dem, was ich tue. Das ist auch mein Thema, wunderbar, da sind wir uns wieder sehr einig. Oder die Curiosity, die Neugier. Und das ist ein ganz spannendes, ein ganz spannendes Tool, kann man verschieden einsetzen. Zum Beispiel, wenn wir zwei jetzt mal uns die Karten legen, mal von links nach rechts aufzuzeigen, was sind denn so die Priorität in meinen Werten. Das ist erstmal für mich ganz interessant, wenn ich darüber nachdenke, ist mir jetzt Power wichtiger oder Freedom oder ist es doch das Goal? Ja. Also für sich selbst mal eine Reihenfolge reinzubekommen und das dann auch zu kommunizieren oder zu schauen, wie sieht's denn beim Kollegen aus. Das hilft schon mal, sich selbst wesentlich besser zu verstehen, da einen Dialog anzustoßen im Team. Das ist so die eine Anwendung dieser Moving Motivators. Ich glaube, es ist auch sehr wichtig, um Konflikte lösen zu können. Ja. Weil wenn ich weiß, aus welchem Grund trifft denn der andere eine Entscheidung oder hat eine gewisse Einstellung, dann kann ich es auch nachvollziehen. Ja. Weil häufig ist es ja so, dass einfach diese Basisgefühle oder Werte eine sehr, sehr große Auswirkung haben auf das, wie wir uns nach außen hin verhalten. Ja. Und wenn Klarheit darüber ist, dann kann ich mit meinem Gegenüber ganz anders umgehen. Genau. Und es ist nicht nur das Verhalten, sondern in der Psychologie, aus der Psychologie weiß man, wie entstehen Emotionen. Emotionen entstehen dadurch, dass ich die Realität mit meinen Werten abgleiche. Und wenn die Realität meine Werte unterstützt, fühle ich mich gut. Und wenn halt Werte verletzt werden, dann fühle ich mich schlecht. Also da ist jetzt auch die Frage, wenn ich glückliche Mitarbeiter haben möchte, dann sollte man wissen, wo die Werte liegen oder was ist mir persönlich wichtig und wie kann ich das unterstützen. Da sind wir auch dann bei der zweiten Anwendung der Moving Motivators, ist generell, wenn es um das Thema Change geht, dann kann ich mal die Werte in meiner Reihenfolge auflegen und kann jetzt mal schauen, wenn ich diese Veränderung mache, Softwareentwicklung nach V-Modell, was macht es mit meiner Acceptance, was macht es mit meinem Power, was macht es mit meiner Freedom? Also wie sind meine Werte beeinträchtigt oder beeinflusst durch diesen oder jenen Change? Und es hilft mir dann auch, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also möchte ich lieber so rumgehen oder möchte ich lieber diese Alternative gehen? Was unterstützt mich besser? Also das so zwei ganz praktische Tools, die eine sehr starke Wirkung haben und sehr hilfreich sind. Ja, vielen Dank, Andreas. Ich finde es sehr schön, dass das Ganze jetzt auch sehr praxisorientiert zum Schluss noch wurde, weil das ist, glaube ich, was unsere Zuschauer dann auch wirklich immer sehr interessiert. Wie können wir das Ganze denn umsetzen und auch in unseren Unternehmen letztendlich einführen und dort für eine Veränderung sorgen? Genau. Und da wäre auch so die anschließende Frage, kannst du solchen Unternehmen helfen? Ich kann solchen Unternehmen helfen. Ich wollte noch eins vorne dran einhaken, weil die Frage, die wahrscheinlich auch noch im Raum steht, funktioniert es schon irgendwo? Ist ja auch immer eine gute Frage.
Und jetzt nicht aus dem Kontext Apello, Management 3.0, aber es gibt verschiedene Autoren, die unterwegs sind in Sachen moderne Arbeitsformen. Sehr aktuell Laloux, Reinventing Organizations. Der hat sich auf die Suche gemacht, tatsächlich nach Unternehmen, die anders sind. Also basierend auf einem Gesellschaftsentwicklungsmodell, Spiral Dynamics, hat er geschaut, gibt es Unternehmen, die jetzt heute anders unterwegs sind, andere Führungsstile ausprobieren als andere Unternehmen. Und er hat über 20 gefunden weltweit, von relativ kleinen Unternehmen bis hin zu international agierenden Unternehmen mit 40.000 Mitarbeitern. Fand ich sehr spannend und die zeigen sehr viele Aspekte von dem, was auch Management 3.0 mit der Komplexitätstheorie bringt, wie die Unternehmen das ausgebildet haben, diese Praktiken ausgebildet haben. Und auch spannend, die Unternehmen kannten sich vorher nicht. Also jeder dachte, er wäre alleine auf der Welt mit seinen neuen Methoden. Und Laloux kann eben zeigen, dass bestimmte Muster in den Unternehmen sich zwangsläufig herausbilden und letztendlich auch Proof of Concept. Es funktioniert und es funktioniert sehr gut. Die Unternehmen sind sehr erfolgreich. Also 2 vielleicht als Beispiel. Birds.org, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Mobile Altenpflege in Holland hat dort den ganzen Markt aufgemischt. Also die mobilen Krankenschwestern möchten bei Birds.org arbeiten. Mittlerweile haben sie 10.000 Mitarbeiter und so, um ein Größenverhältnis mitzugeben, 10.000 Personen im Feld und das Headquarter hat, glaube ich, 30 Personen. Oh, das ist sehr schlank. Sehr schlank. Und eine zweite Organisation, die herausgefunden hat, ist eine Schule in Berlin, wo die Schüler selbst ihre Lerninhalte gestalten, ihren Unterricht selbst gestalten. Und in Berlin ist Zentralabitur, also das ist so die letzte Hürde, wo sie jetzt gerade dran sind, dass also auch die Oberstufe, die Vorbereitung aufs Gymnasium durch die Schüler so gestaltet wird, dass dennoch der offizielle Rahmen eingehalten wird. Also auch der Beweis, es funktioniert tatsächlich in Unternehmen. Dann war deine Frage, genau, wo kann man mich finden? Eigene Homepage, ich mache anderes Marketing, zum Beispiel Videos. Also Homepage habe ich derzeit keine. Ich verwende Xing, dort bin ich buchbar oder kontaktierbar, Andreas Lowinger. Und mein Angebot reicht eigentlich von der ganzen Bandbreite, klassisches Projektmanagement, dort die größeren Standards, also PMI, IPMA, Prince2, über Agil, über TOC, Critical Chain, bis hin dann zu Agil im gesamten Unternehmen, also Fragestellung der Organisationsentwicklung. Und mein Vorgehen ist da eigentlich immer, ich gucke mit dem Kunden, wo stehen wir aktuell und wie könnte der nächste Schritt aussehen. Also kann sehr gut im agilen Bereich unterwegs sein, kann sehr gut im klassischen Weg unterwegs sein. Und es ist immer die Frage, wie sieht das nächste Schrittchen aus? Wunderbar. Andreas, dann bedanke ich mich für das wunderbare Interview. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Vor allem auch, weil du nochmal Wege aufgezeigt hast, wie man über das, ich sage jetzt schon mal, klassische agile Modell, über Scrum, Kanban und ähnliche Sachen, drüber hinausdenken kann hin zu gesamten Unternehmen und die agilisieren kann. Und was da alles an Aufgaben auf einen zukommt, das klingt nach einer sehr spannenden Reise. Ja, ist es definitiv. Und ich danke dir, Frank. Und wenn Sie zu Hause Lust haben, noch mehr zu erfahren, wie Sie Ihre Medizintechnikunternehmen voranbringen können, abonnieren Sie hier den Kanal über die Business-Chirurgie und wir werden immer wieder spannende Kolloquien haben mit Experten aus verschiedensten Bereichen. Wir werden Methoden erläutern, wir werden auch Praxisergebnisse präsentieren von Unternehmen, die schon wirklich vorwärts gekommen sind. Wie gesagt, abonnieren. Ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn Sie dabei sind und bis dahin, tschüss und tschüss Andreas. Tschüss. Sehr gut.